Ich bin Paulina Jo Pesch und ich habe Jura studiert und mich schon im Rahmen des Studiums fokussiert auf Rechtsfragen, die so an der Schnittstelle sind von Recht und IT und beschäftige mich da mit Fragen gerade von Technologien, die irgendwie datenschutzproblematisch sind. Habe mich lange mit Blockchain beschäftigt, mit Cookie-Dialogen und all dem. Und inzwischen ist mein Hauptinteresse sowohl in der Forschung als auch in der Lehre KI. Ich koordiniere hier an der FAU den Master Recht und Informatik. Das ist so ein interdisziplinärer Studiengang für Juristinnen, die eigentlich schon ein abgeschlossenes Jurastudium haben und die sich dann ganz gezielt mit Informatik und Recht befassen und ein bisschen Wirtschaftsinformatik. Und da thematisiere ich künstliche Intelligenz in meinen eigentlich juristischen Lehrveranstaltungen. Da muss ich 3 Sachen machen. Ich muss einerseits mal grundlegend erklären, wie künstliche Intelligenz funktioniert. Da müssen meine StudentInnen nicht verstehen, wie die Mathematik funktioniert, aber die müssen zum Beispiel verstehen, dass Large Language Models auf Basis von Korrelationen und nicht Kausalitäten funktionieren und was so ungefähr an Trainingsdaten verwendet wird. Der zweite Aspekt ist, dann Rechtsfragen von künstlicher Intelligenz zu diskutieren, zum Beispiel im Bereich KI-Regulierung oder Urheberrecht oder Datenschutzrecht. Das mache ich in meinen Lehrveranstaltungen auch. Und ganz wichtig bei künstlicher Intelligenz ist aus meiner Sicht, zumindest bei den Modellen, die wahrscheinlich die meisten von uns auch im Berufsleben in irgendeiner Form nutzen werden, mittel- und langfristig, dass ich Kompetenzen vermittle. Das betrifft jetzt Large Language Models wie ChatGPT oder Gemini, mit dem wir Texte generieren können oder auch mal zusammenfassen oder uns Ideen generieren können. Und da möchte ich, dass meine StudentInnen ein bisschen geübt sind im Prompten und einfach Erfahrungen mit den Modellen haben und vor allem ihr theoretisches Wissen, was schiefgehen kann bei den Ausgaben, mal anwenden und für sich eruieren können, wo kann ich das nutzen, wo ist das hilfreich, was ist daran gefährlich. Also ich lenke ein bisschen in Bahnen, was unsere Aufgaben sind. Ich möchte dann, dass die Studierenden systematisch herausfinden, wie gut denn Large Language Models funktionieren. Das kann insbesondere so funktionieren, dass ich den StudentInnen vorgebe oder denen sage, die müssen sich das selber überlegen, Aufgaben einzuteilen. Also einmal die ganze Aufgabe zu prompten in einem Schritt, dann aber andere Aufgabenteile auszulagern und da einfach mal herumzuprobieren mit verschiedenen Prompts. Und dann ist auch wichtig, dass die mal schauen, was funktioniert eigentlich wie gut im juristischen Bereich auf der Detailebene. Was zum Beispiel oft wichtig ist für uns in der juristischen Arbeit, ist ein Urteil zu finden, was relevant ist zu einem Fall. Und auch zu wissen, wo wir das finden, nicht nur was drin steht. Und dafür sind Large Language Models noch horrormäßig schlecht. Die geben einem dann ein Gericht, das gibt es wirklich, ein Datum, das gibt es natürlich wirklich, ein Aktenzeichen, das gibt es wirklich und ein Inhalt der Entscheidung, aber das wird wild zusammengewürfelt noch. Ich denke aber, das wird besser werden, denn wir beobachten schon, dass bei Bibliografien und auch bei so Überblicken über Rechtsprechung die Large Language Models immer besser werden. In diesem Semester habe ich erstmal angefangen, auch die Nutzung von KI einzubinden in Lehrveranstaltungen. Das ist also noch ein bisschen experimentell. Natürlich versuche ich das trotzdem in Bahnen zu lenken und sage nicht nur allgemein, probiert doch mal, was zu prompten, sondern ich erkläre erstmal grundlegend, was man beim Zusammenbauen von so einem Prompt beachten muss, was nach meiner Erfahrung günstig ist, und ich schlage denen thematisch zu unseren Vorlesungsinhalten passende Prompts auszuprobieren einfach konkret vor am Ende der Lehrveranstaltung. Es ist noch eine Zusammenfassung von Dokumenten, ein Herausziehen von Argumenten, vielleicht auch aus mehreren Dokumenten, ein Verfassen von Schriftsätzen, deren Grundgedanken aber alle vorher klar sind und die nicht das Modell sich selber aus den Fingern saugt. Mittel- bis langfristig könnten Large Language Models noch viel mehr können. Und das ist auch gar nicht so ungefährlich für uns in der Lehre, wenn wir erstmal Fähigkeiten vermitteln wollen, die dann vielleicht durch ChatGPT und andere ersetzt werden können. Ich starte jetzt auch ein Forschungsprojekt, in dem wir uns mit Large Language Models auseinandersetzen, die in Behörden zum Einsatz kommen könnten. Die Idee ist, dass jetzt Behörden
Anträge von BürgerInnen reinbekommen, zum Beispiel, ich will eine Baugenehmigung. Und normalerweise kann dann eine Sachbearbeiterin in der Behörde schauen, ja, liegen die Voraussetzungen vor und schreibt von null an einen Verwaltungsakt, dass die Baugenehmigung erteilt wird und mit welchem Inhalt oder eben abgelehnt wird. Die haben auch Textbausteine und die können auch manchmal was copy-pasten aus anderen Entscheidungen. Jetzt wäre aber für die, vor allem in bestimmten Entscheidungsarten, total von Vorteil, wenn so ein Eintrag von BürgerInnen elektronisch eingeht und dann ein Large Language Model gepromptet wird und mal einen Entwurf für eine Entscheidung ausgibt und die Sachbearbeiterin die nur noch überprüfen müsste. Das heißt, es könnte durchaus der Anwendungsfall sein, dass man ganze juristische Texte mit Argumentation, mit Begründung, mit Large Language Models verfasst. Und das ist natürlich total gefährlich für die Lehre. Und es ist auch gefährlich, dass StudentInnen vielleicht schon heute denken könnten, dass sie mit Large Language Models sowas machen können. Und da ist mir wichtig, jetzt zu demonstrieren, dass das noch nicht so gut funktioniert und wo die Schwächen liegen. Und das probieren wir dann aus anhand ganz konkreter Aufgaben. Ich habe schon viel darüber nachgedacht, was für Chancen wir mit KI, gerade mit generativer KI haben. Der erste Gedanke, und der ist ganz natürlich bei den meisten Leuten, ist natürlich, wie kann ich mir selber meine Arbeit, zum Beispiel bei der Vorbereitung von Lehrveranstaltungen, erleichtern. Da bin ich noch sehr weit davon weg zu glauben, dass mir da KI helfen kann, weil ich ja versuche, da meine persönlichen Erfahrungen ganz stark einzubringen. Ich relativ geübt und noch besser als KI darin bin, Vorlesungsunterlagen zu erstellen und dergleichen. Es gibt einen Vorteil, den ich so gerade vom Hintergrund meiner Erfahrung mit meinem Jurastudium sehe in generativer KI. Und zwar ist das so, dass alle StudentInnen in relativ frühen Studienphasen Hausarbeiten anfertigen müssen, sich also zu Hause mit einer juristischen Fragestellung beschäftigen müssen. Und die meisten fühlen sich da am Ende relativ unsicher und wissen nicht so genau, wie die das machen sollen. Und viele von uns, und ich zählte mich da zu den Glücklichen, haben dann ein Elternteil, was selber juristisch tätig ist und fragen danach. Und natürlich habe ich jetzt, wenn ich da irgendwelche Infos auf diesem Wege bekommen habe, die auch sehr gerne mit KommilitonInnen geteilt. Das ist aber gar nicht unbedingt selbstverständlich. Das heißt, wir haben große Chancenungleichheiten und gerade Nicht-Akademiker-Kinder, die schon so einer leaky Pipeline ausgesetzt sind, bei der in jeder Bildungsebene das schwerer wird für die, sind da benachteiligt, weil die jedenfalls keinen Juristenelternteil haben. So, und ich glaube, dass Large Language Models schon bald genauso gut sein werden für so eine Unterstützung bei der Hausarbeit wie eine Anwältin als Mutter oder ein Anwalt als Vater oder jemand, den man sonst so fragen kann. Und da könnte ich mir vorstellen, dass da chancengleichheitsmäßig was geht. Da steckt natürlich eine totale Gefahr hinter, dass hinterher alle sich die Grundlagen des juristischen Arbeitens nicht mehr vollständig und richtig aneignen. Und da müssen wir noch viel drüber nachdenken, wie wir sicherstellen, dass das trotzdem dann hinterher dem Skillset unserer StudentInnen, wenn die dann fertig sind, unserer AbsolventInnen, angehört. Und dass die das nicht einfach umgehen können. Da glaube ich aber auch, unsere StudentInnen sind selbstverantwortliche Menschen, die sich auch für ein Studium selber interessieren und entschieden haben. Und ich denke gar nicht, dass wir denen unterstellen müssen, dass die gerne alles durch ein Large Language Model erstellen lassen wollen und betrügen wollen, wo es auch nur geht. Sondern die wollen was lernen. Die hätten ganz schön viel Schiss, wenn die sich durchs Studium kämpfen würden mit generierten KI-Ausgaben anstatt eigenen Ausgaben. Und ich glaube gar nicht, dass sie davon so Gebrauch machen würden. Aber wir müssen natürlich drüber nachdenken. Wir müssen vor allem, wenn wir KI einsetzen in der Lehre und wenn wir die StudentInnen das ausprobieren lassen, die natürlich in die Lage versetzen, das schlau und verständig zu nutzen. Gerade wenn wir daran denken, dass die später in ihrer Berufspraxis vielleicht Schriftsätze oder Verwaltungsakte oder sonst was für Dokumente sich erstmal entwerfen zu lassen, müssen wir ja viel verstärkter die Fähigkeit schulen, dass die in Texten Fehler suchen.
juristische Fehler. Das ist eine ganz andere Denkaufgabe, als den Text von Grund auf zu stricken. Das kommt im Jurastudium aber nur ganz wenig oder auch gar nicht vor. Ich kenne das vor allem so, dass mal vereinzelt, ganz vereinzelt, irgendwelche Zeitungsartikel zu einem juristischen Thema hingelegt werden und dann die StudentInnen schauen sollen, was ist daran nicht juristisch korrekt. Da ist üblicherweise ganz viel in den Details nicht richtig. Aber sonst wird diese Fähigkeit eigentlich im Jurastudium nicht gelehrt und wird aber wichtig, gerade für die Leute, die sich von Large Language Models einen Entwurf generieren lassen. Und dann sollen die StudentInnen natürlich auch mal selber entscheiden und kreativ sein und sich vielleicht noch Anwendungsfälle ausdenken, an die wir noch gar nicht gedacht haben. Und das Wichtigste ist, dass die einfach mal daran kommen, die Modelle zu nutzen und mal ausprobieren. Denn egal, wen wir an eine KI setzen, wenn wir wollen, dass die Person sich damit verständig auseinandersetzt, dann kommen wir da nicht hin mit Schulungen und ein bisschen Frontalunterricht und Disclaimern, sondern die müssen das ausprobieren und Erfahrungswerte damit bilden. Ich glaube, auch keine Behörde, keine öffentliche Stelle, kein Unternehmen sollte wirklich, vor allem wenn es um Verarbeitung von Daten geht, die Personen betreffen, da Leute ransetzen, die nicht schon in ausgiebigen Tests Erfahrungswerte damit haben. Und da können wir hier an der Uni mit anfangen, diese Erfahrungswerte zu bilden. Wenn wir darüber nachdenken, irgendwelche Technologien in unsere Lehre zu integrieren, müssen wir uns erstmal Gedanken darüber machen, wie wir das organisieren. Egal, ob das KI ist oder nicht. Es sollte im Hinblick auf Chancengerechtigkeit nicht so sein, dass einige StudentInnen bessere KI-Modelle zum Beispiel nutzen können als andere, weil die Geld für die Lizenzen haben, sondern wir sollten uns in der Lehre auf allen zugängliche Modelle beschränken. Das ist mit Hawkey und ich glaube auch mit den Microsoft-Paketen durchaus schon der Fall, dass wir da auf KI-Modelle zurückgreifen können. Und dann müssen wir sehr stark schauen, was ist der konkrete Anwendungsfall. Ich denke, es ist auch sinnvoll, StudentInnen darüber zu informieren, welche Risiken und datenschutzrechtlichen Risiken vielleicht für sie aus der Nutzung von KI resultieren, wenn wir sie dazu anhalten, das zu benutzen. Im Übrigen ist sinnvoll, auf Urheberrechtsproblematiken einzugehen vorab und ja, irgendwie einen sauberen wissenschaftlichen Umgang damit anzumahnen.